Die erste englische Woche der Saison läuft anders als erwartet, aber jetzt wird alles besser, denn es geht für Schwarz-Gelb zurück ins schönste Stadion der Welt gegen den SC Freiburg. Herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin, präsentiert von Opel. Heute haben wir einen jungen Spieler zu Gast, über den ich mich wirklich sehr freue, Felix Passlack. Felix, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Nobby, grüß dich. Hallo. Zunächst wollen wir natürlich, ist ganz klar, kurz über den Supercup sprechen. Am Ende steht eine knappe Niederlage. Was könnt ihr trotzdem mitnehmen aus München? Ja, ich glaube, wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Vor allem nach dem 2-0 haben wir nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern weiter versucht, unser Spiel durchzuziehen. Ja, und dann auch durch das hohe Pressing 2 Tore erzielt. Das 3-2 am Ende ist natürlich dann sehr unglücklich. Die ersten 4 Pflichtspiele, die sind gespielt. Bei der Hälfte warst du mit dabei. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Situation? Sehr zufrieden. Also hätte mir jemand vor der Saison gesagt, Felix, du spielst im ersten Bundesligaspiel gegen Gladbach 70 Minuten und dann im Supercup vom Anfang an, hätte ich ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Aber ich weiß auch, dass ich sehr, sehr hart dafür arbeiten muss, auf dem Platz zu stehen, und ich denke, das habe ich auch in der Vorbereitung gemacht. Das habe ich gesehen. Ich war bei vielen Trainingseinheiten dabei. Felix gibt immer alles. Und dass Felix Passlack noch einmal eine Rolle beim BVB spielen würde, das hätten sicherlich die wenigsten sogenannten Spezialisten erwartet. Deshalb freuen wir uns natürlich sehr darüber. Und dass unsere Nummer 30 absolut eine wichtige Alternative ist, haben wir jetzt gesehen. Die 19. Minute im Auftaktspiel. Manch Zuschauer reibt sich verwundert die Augen. Tatsächlich, Felix Passlack wird eingesetzt. Nach 1127 Tagen steht der 22-Jährige wieder in einem Pflichtspiel für den BVB auf dem Platz. Er erledigt seine Aufgabe souverän und krönt seine Leistung fast mit einem Tor. Ausgerechnet Passlack, der im Sommer als sicherer Wechselkandidat galt. Doch die Rechnung haben sie ohne den Bottropper Jung gemacht. In der Vorbereitung überzeugt er Trainer wie Offizielle gleichermaßen. Er hat sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Aber er zeigt immer sein Bestes im Training und es macht Spaß, mit ihm zu trainieren. Der Lohn? Felix gilt mittlerweile als verlässliche Alternative auf den Außenbahnen und muss sicherlich keine 1000 Tage auf das nächste Spiel für Schwarz-Gelb warten. Ja, Felix, wir haben gerade gehört, du bist eine Alternative auf den Außenbahnen. Das bricht uns jetzt hoffentlich bis Montag nicht noch weg. Bis dahin geht nämlich die Wechselperiode. Nee, ich gehe jetzt davon aus, dass ich die Saison über beim BVB bleibe. Und, die Saison vielleicht auch länger, ne? Ja, erstmal habe ich ja nur Vertrag bis zum Saisonende. Ja, und dass ich dann weiter Vollgas auf den Trainingsplatz gebe, um dann auch weiter meine Minuten zu bekommen. Dann wird das schon klappen. Davon bin ich überzeugt. In den vergangenen Spielzeiten, Felix, warst du ausgeliehen. Du warst in Hoffenheim, du warst in Norwich, du warst in Sittard. Was nimmt man da mit? Also ich habe sehr viele Erfahrungen mitgenommen, egal jetzt ob positiv oder negativ. Ich finde, das prägt auch einen Menschen. Mich hat es enorm geprägt. Ich bin reifer geworden, auch ja, auf den Wegen, die ich gegangen bin. Und vor allen Dingen im letzten Jahr war es extrem wichtig für mich, auf Spielzeiten zu kommen. Hast du denn immer Kontakt zum BVB gehalten oder zum BVB Kontakt gehabt? Ja, Otto Addo hatte mir ab und zu mal geschrieben, nach den Spielen vor allen Dingen. Und auch Michael Zorc hat mir nach dem ersten Tor für Fortuna Sittard gratuliert. Otto Addo, also mit Schrecken habe ich festgestellt, dass du 22 bist. Der kümmert sich doch eher um die Jüngeren. Du gehörst doch jetzt schon quasi zu den Alten. Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir 11 gegen 11 spielen würden, dann wäre ich schon bei den Älteren. Ja, und dann solltest du allerdings auch den Jüngeren deine Erfahrungen mitteilen oder vielleicht helfen. Genau, auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr wichtig, vor allen Dingen bei den jungen Spielern, wenn sie mal in ein Loch fallen, ja, dass sie jemanden haben, der jetzt vielleicht so ungefähr in ihrem Alter noch ist und auch denen die Erfahrung weitergeben kann, die ich selber gemacht habe.
Sehr schön. So Leute brauchen wir auf jeden Fall. Ja, es wird viele Spiele geben in der nächsten Zeit, in der Liga, im Pokal, Supercup, aber auch in der Champions League wird gespielt. Und wie unsere Jungs die Gruppenauslosung wahrgenommen haben und was sie dazu sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, ich würde sagen, schon noch spannend. Ne? Klar hätten wir uns vielleicht gerne einen richtig großen Gegner gewünscht, auch persönlich auch, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es, denke ich, eine Gruppe, die scheinbar sehr, sehr ausgeglichen scheint, wo wir aber natürlich, ja, würde jetzt nicht sagen, der Favorit sind, aber natürlich schon weiterkommen wollen und auch wahrscheinlich müssen, ja. Natürlich, St. Petersburg ist in die erste Gruppe. Lazio kenne ich gut, sind sehr gut. Lazio sind Niveau von Inter. Und wir kennen Brügge sehr, sehr gut, weil wir haben vor 2 Jahren zweimal gegen Brügge gespielt. Wir haben 1-0 dort gewonnen. Es war sehr, sehr schwer und 0-0 zu Hause. Das meint auch, okay, es ist keine große Name, ja, aber das ist die Champions League und es wird schwer, natürlich, es wird schwer. Voll Konzentration müssen wir haben. Felix, du hast auch schon positive Erfahrungen in der Champions League gemacht. Was machen denn diese Spiele zu besonderen Spielen? Ja, für mich war es immer was Besonderes, abends unter der Woche unter Flutlicht zu spielen. Die Atmosphäre von den Rängen zu spüren, ist natürlich dann auch eine besondere Atmosphäre, vor allen Dingen bei europäischen Spielen. Ja, da ist dann die Vorfreude riesig. Jetzt wird es nochmal ernst, ne? Du weißt, was kommt. Also, was uns morgen wirklich erwartet, das klären wir gleich im Zweikampf. Zunächst müssen wir allerdings auflösen. Letzte Woche hieß es Julian Brandt gegen Norbert Dickel und es war nicht mein Spiel. Julian hat mich klar geschlagen in der letzten Woche. Zwar hatte der BVB 3-mal so viele Torschüsse wie die Augsburger, aber da kein Treffer dabei war, konnte ich sonst nicht punkten. Julian hatte hingegen recht mit Reniers Debüt und dem scorerpunktlosen Auftritt von Jadon. Ja, also das war kein Spieltag für die Mannschaft, aber auch kein Spieltag für Nobby Dickel. Jetzt liege ich hinten und ich hoffe natürlich, dass ich heute aufhole. Es gibt natürlich wieder 9 Möglichkeiten und da du mein Gast bist, bitte ich dich anzufangen. Was tippst du als erstes? Als erstes tippe ich Spiel 1. Spiel 1, BVB überholt Freiburg. Das heißt, wir schlagen Freiburg. Das ist nicht schlecht und sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es da aber nur einen Punkt für. Also, ich glaube, dass mehr als 9.999 Zuschauer im Stadion sein werden. Also, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen. Das Zweite, bei dir, ich kann es mir schon fast denken. Ja, never, das Personal 2. Personal 2, Passlack kommt zum Einsatz. Ich drücke dir die Daumen, dass das auf jeden Fall so sein wird. Ganz klar. Ich sage, ja, was sage ich denn? Marco Reus wieder mit einem Scorerpunkt. Und deine dritte Vermutung, Einschätzung? Statistik 3. Wieder zu 0 zu Hause? Ja, klar. Das setzt allerdings Personal 2 voraus, ne? Auch. Passler kommt zum Einsatz. Also wieder zu 0 zu Hause, sagt Felix und ich sage Spiel 2, mindestens ein Tor vor der Süd. Okay. Ich bin mal gespannt, was so passiert. Ja, Felix, morgen warten die Freiburger auf euch, die noch ungeschlagen sind. Warum fahren wir morgen den zweiten Heimsieg ein? Weil ich denke, dass das Spiel gegen Bayern uns am Mittwoch viel Selbstvertrauen gegeben hat. Es hat gezeigt, dass ja, unser Plan, Fußball zu spielen, auch gegen die Großen Europas, was Bayern ja zurzeit ist, auch klappt. Und ich denke, wenn wir unser Pressing so durchziehen und unser Spiel auf den Platz bringen, dass wir zu Hause zu 0 gewinnen.
Alles klar. Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir die Daumen, dass vieles von dem, was du gesagt hast, in Erfüllung geht. Vieles vielleicht aber auch nicht, weil ich möchte gewinnen. Gewinnen möchte ich auf jeden Fall. Dafür muss ich noch nicht mal Punkte zu bekommen. Mir ist lieber, wir bekommen 3 Punkte auf der Habenseite beim Spiel. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin. Drückt den Jungs die Daumen, egal wo ihr das Spiel schaut, im Fernsehen, im Stadion oder vielleicht hört ihr auch Netradio. Mal schauen. Das war's. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Felix. Felix. Tschüss.